Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute werden wir ein bisschen über das Sofortbildsystem sprechen. Vor mir liegen 3 Polaroid-Kameras von System SX70. Seit den Anfängen der Fotografie haben die Fotografen den Wunsch gehabt, endlich das mühselige Naseverfahren zu abschütteln. Man muss sich das Ganze vorstellen. Man muss die Platte vorbereiten, eine Emulsion anbringen, auftragen. Das Ganze eine gewisse Zeit trocken lassen, Aufnahme machen und dann die Laborarbeit, die Platte wieder bearbeiten und nebenbei auch noch aufpassen, wenn eine Glasplatte ist, dass sie nicht zerbricht. Und der Bestreben nach einer Art trockenes Verfahren oder auch Sofortbildfotografie wurde schon einmal 1860 von Franzosen Dubroni die gleichnamigen Fotos gemacht, also Sofortbild. Etwa 1900 gelangte auch den Eugen Faller, einem Franzose, Sofortbilder zu erzeugen. 1915 war in Amerika die Firma Fasa und Chalago in Wien mit der Velofot-Kamera 1920 ist nicht zu vergessen. Die Patente von André Roth, das war bei der Firma Geweiert in Deutschland, und Edith Weile, eine Angestellte von der Firma Aqua 1940, waren die Grundlagen für die Weiterentwicklung der Sofortbildfotografie. Die Produktion von Sofortbildkameras wurde 1945 an Aqua angeboten und 1947 an Kodak ebenfalls angeboten, und in beide Fälle wurde die Produktion abgelehnt mit der Begründung keine Zukunft. Dr. Edwin Land. Er wollte das nie wahrhaben, dass nicht möglich ist, eine Sofortbildkamera zu konstruieren. So setzte er sich dahinter und 1947 in eine öffentliche Vorstellung stellte er das erste Minutenbild von einer Edwin Land Kamera, so hieß damals. 1948 wurde die erste Sofortbildkamera der Welt präsentiert und das war die 95, aber nur für Schwarz-Weiß Sofortfotos. Es dauerte ein paar Jahre bis 1963 und die Sofortbildfotografie wurde dann farbig. Und das Geburtstagsjahr für diese Kamera war 1972. Das SX70 System, gebaut von 1972 bis 1981, wo die Einstellung der SX70 Produktion stattfand. 2005 wurde die Insolvenz beantragt und 2009 ist die Kamera und die Filme aus dem Markt genommen. Die Kamera war bekannt, weil sie arbeitet in 3 Schritte. Bildausschnitt, Auslöser drucken und das Bild entwickelt sich von selbst. Die SX70 macht einfach alles. In 1,5 Sekunden. 400 Transistoren und 8 Arbeitsmodule bringen das fertige Foto heraus. Das elektronische Nervensystem ist eines der aufwendigsten und modernsten, der jemals in eine Kamera eingebaut wurde. In eine Werbeeinschaltung vom Mai 1970 in dieser Zeitschrift fand ich diese einmalige Darstellung
betrifft das Innenleben und die Funktion von dieser einmaligen Kamera. Die Polaroid-Kamera an für sich ist klein, handlich und allzeit bereit. Zusammengeklappt ist sehr klein. Aber die Kamera hat eines nicht. Sie hat vieles, aber kein Stativgewinde. Und das sind die Techniker entgegengekommen mit dieser Klemme. Das wird einfach diese Teil hier angeklemmt und so hat die Kamera auch eine Stativgewinde. Eine weitere Entwicklung ist das Blitzlicht. Mit dieser Polaroid-Schiene kann man 10-mal hintereinander blitzen. Die Automatik sucht immer dementsprechenden Blitzlicht, der nicht ausgelöst ist, und nach 10 Bilder ist aus. Als einzige externe Blitzmöglichkeit gibt diese Blitzlicht von der Firma BFK. Das ist durch diese Klemme angedockt, funktioniert tadellos und so ist eine sinnvolle Ergänzung für die Polaroid-Kamera. Das Gehäuse, das Faltgehäuse ist kein Metall, obwohl es so ausschaut. Es ist ein glasfaserverstärktes Polysulfon-Gehäuse. Eine Dampfbehandlung mit Kupfer-Nickel-Chrom-Legierung verleiht diese metallische Aussehen. Eine wunderschöne Konstruktion und die Belederung ist aus echtem Leder. Das war diese supermoderne, elegante Kamera von Polaroid. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.